Guten Morgen aus diesem kleinen, unscheinbaren Dorf, circa eine Stunde nordöstlich von Belgrad. Ich habe hier kurz angehalten, weil ich dieses Haus hier gesehen habe. Und ohne recherchiert zu haben, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es von einem Deutschen gebaut wurde. Woher weiß ich das? Weil es den typischen Architekturstil der Häuser der Banater Schwaben hat. Ich befinde mich hier mittlerweile nämlich in der historischen Region des Banat. Das Banat ist eine historische Region, die heute in 3 Ländern liegt: in Serbien, in Rumänien und ein kleiner Teil liegt auch in Ungarn. Und von der Größenordnung her ist es vergleichbar mit Franken. Landschaftlich ist das Banat vor allem flach, es hat aber sehr fruchtbare Böden und in Südosteuropa ist es tatsächlich eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Anbaugebiete. Okay, was hat das jetzt alles aber mit Deutschland zu tun? Kurzer Sprung zurück in der Geschichte. 1718 verloren die Osmanen die sogenannten Türkenkriege gegen die Habsburger, also die Vorläufer vom späteren Österreich-Ungarn. Das heißt, die Habsburger hatten jetzt dieses neue Stück Land mit viel Potenzial, aber es war zu dem Zeitpunkt noch sehr sumpfig und von den vorangegangenen Kämpfen verwüstet. Und wer ist besser geeignet, das Land wieder auf Vordermann zu bringen, als deutsche Bauern und Handwerker, die damals aus dem überfüllten Deutschland raus wollten? Im Banat bekamen sie eigenes Land und mehrere Jahre Steuerfreiheit. Die Siedler kamen dabei aus Schwaben, aber auch aus der Pfalz, aus Franken, aus dem Elsass und so weiter. Weil diese Siedlertrecks meist aber in Ulm starteten, wurden sie einfach pauschal als Banater Schwaben bezeichnet. In Ulm bestiegen sie die sogenannten Ulmer Schachteln. Das waren sehr einfache, flache Schiffe und die wurden nur für die einmalige Fahrt flussabwärts gebaut, also Einwegschiffe im Prinzip. Und deren Holz hat man dann für andere Zwecke wiederverwendet. Zum Beispiel hat man aus denen einfach die Häuser im Banat gebaut, also irgendwie auch schon wieder clever. Die Fahrt dauerte ca. 3 Wochen und war nicht ungefährlich. Die Schiffe sind bei Hochwasser oder Stromschnellen leicht gekentert und weil es auf den Schiffen so eng war, breiteten sich schnell Krankheiten aus. Die es bis ins Banat geschafft haben, mussten dort erstmal Sümpfe trockenlegen und dann ihre Häuser errichten, die alle am Reißbrett entstanden. Aber es hat sich gelohnt. Über die Jahre wurde das Banat eben zu der produktiven Region, die man heute kennt. Zum Höhepunkt waren hier 25% der Einwohner Deutsche. Natürlich kam dann aber auch der Erste und der Zweite Weltkrieg und dann noch der Zerfall des Ostblocks und jedes dieser Ereignisse führte zu Abwanderungswellen, sodass heute nur noch etwa 1% der Einwohner Schwaben sind. Übrig bleiben am Ende Dorfnamen, deutsche Architektur und teilweise auch Kultur. Zum Beispiel wird hier oft noch eine Kirchweih gefeiert. Auch der aktuelle Bürgermeister von Timișoara ist zum Beispiel Deutsch-Rumäne und wurde im Schwarzwald geboren. In den nächsten Tagen will ich mich hier ein bisschen auf Spurensuche begeben und schauen, wie viel Deutsches sich im Banat noch finden lässt. Auf geht's auf einen Roadtrip auf den Spuren der Banater Schwaben. Hier sieht man auch sehr schön, wie gerade diese Dörfer auch angelegt wurden. Also die Straßen gehen schnurgerade entlang und alles ist im Schachbrettmuster angelegt. Hier sieht man schon so ein typisches Banater Haus. Also vorne hier die Front ist ziemlich typisch. Die sind auch immer sehr weit nach hinten gebaut. Das müsste der alte Wasserturm von dem Dorf hier sein. Ach krass. Sieht man noch Reste von der Treppe. Das ist auch typisch Balkan. Du hast hier einmal relativ kaputte Häuser und dann sowas hier nebendran mit allen möglichen Statuen und so weiter. Hier vorne auch nochmal. Ich kenne es vor allem, dass das auch von Roma ist. Ob es hier jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Aber wenn es wirklich sehr prunkvoll ist und sehr over the top, dann ist es meistens von den Roma. Also man muss wirklich sagen, landschaftlich ist das hier so flach wie Holland. Also ich fahre da jetzt schon bereits seit einer Stunde durch und es sieht überall so aus. Selbst irgendwie größere Wälder oder so scheint es hier nicht wirklich zu geben. Das ist auch ein schönes altes Haus. Diese Wagenräder kenne ich eigentlich von der Flagge von den Roma. Aber ich weiß nicht, ob das hier was damit zu tun hat. Das hier ist die Pinova Villa, die 1894 gebaut wurde. Sie wurde in Serbien anscheinend zu einem Symbol für das Desinteresse der Regierung am Erhalt solcher historischer Gebäude. Pläne für eine Restaurierung gab es schon 2005, aber offensichtlich hat sich seitdem nichts mehr getan.
Jetzt nochmal da reinschauen. So, mal schnell in den Keller runterschauen. So, wenn sich manche Leute fragen, warum man sich im Ausland blitzen lässt und sich den Ärger antut und nicht einfach das vorgegebene Tempolimit fährt, dann liegt das daran, dass hier zum Beispiel 60 ist und ich gefühlt 2 Kilometer weit schauen kann, die Straße ist in Ordnung und man könnte hier locker 100 fahren. Das heißt, die Tempolimits machen teilweise überhaupt keinen Sinn. Das kenne ich so auch noch von Rumänien und Kroatien und ja, macht es ein bisschen schwierig, weil man jederzeit geblitzt werden könnte, aber man trotzdem auf Dauer auch nicht das vorgegebene Tempolimit fahren kann. So, ich habe hier am Straßenrand dieses Restaurant entdeckt. Das scheint auch ein kleines Freilandmuseum nebendran zu haben mit zur Banater Kultur. Da gucke ich jetzt mal kurz rein. Ich habe hier schon meine Gang, die mich begleitet. Schon lesen, Banatska Kutscher, glaube ich, wird es ausgesprochen. Auf jeden Fall auch schon das Wort Banat hier. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr schön hier ist, wenn die Pflanzen ein bisschen grüner sind, wenn hier der Wein wächst. Sogar Hirsche haben die hier. Vorne sind Pferde drin, glaube ich. Ich glaube, die vermieten hier auch Unterkünfte. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Da wird der eine angeknabbert. VfB Stuttgart einmal vertreten. Ich weiß nicht, ob man es gerade auf dem Video gesehen hat, aber ich sitze hier eben im Restaurant und ist noch eine andere Person und die hat eben noch schöne Zigarette geraucht. In Serbien herrscht also kein absolutes Rauchverbot. Ich habe mal recherchiert und ich glaube, es ist abhängig vom Restaurant, von der Größe und so weiter, aber es muss quasi eine Nichtrauchersektion geben, offiziell, und bei kleineren Bars und so weiter kann einfach ganz normal geraucht werden. Ich weiß nicht, wie viele ausländische Touristen hierher kommen, aber die Karte ist auf jeden Fall nur auf Serbisch und nicht auf Englisch. The white one is a dairy product, it's called kaymak. Okay. It's basically when they milk a cow, they boil the milk, they leave it to cool down, and then on the top of the milk, basically it's a dairy fat, which they collect, and they keep doing the same process over and over again with different milks, and then they gather the kaymak. That's basically a kaymak. Okay. And the other one is called urnebes, which is basically sour cream and paprika. It's a little bit spicy, not too much. Great. Enjoy, bon appetit. Thank you. Das ist noch das Brot, das es hier dazu gab. Super weich und fluffig. Ja. Super. So haben wir diese würzigere Variante. Fast ein bisschen geräuchert.
Und jetzt probieren wir nochmal, sieht man hier schlecht, aber hier ist dieses Weiße drauf, was er vorhin erzählt hat. Das ist super lecker. Boah. Sehr cremig. Auch mit so einem geräucherten Geschmack. I've been traveling to Germany a lot as well because I worked on a river cruise. Oh, I worked on a cruise ship. Rhein-Main-Danube. I used to do that for 3 years. Right. Yeah, I worked for Holland America Line, a cruise company, and we also got. That's an ocean liner. Yeah, exactly. We did like. I was on the ocean as well. Oh yeah. Which Yeah. one? Which company? Princess. Princess. Ah, okay. But I was in a restaurant department and Yeah, it's it very was stressful. hard. Right? Yeah. It's hard, and it's something where the money, especially 2013, Okay. had like $1,000 per month. Oh, okay. Had 360 hours per month, Jesus. so it was difficult. We went to Mexico, Mexico. Yeah. Cabo San Lucas and Yeah, yeah. Ensenada, and then to Hawaii, 14 Yeah. days cruise, and then whole West Coast and Alaska. Alaska, Yeah. Skagway, Juneau. Have you visited Victoria, maybe? Yeah. In Canada. Yeah. For me, that's the most beautiful It's city really I've nice. ever seen in my life. We had this one sushi spot we always went to there. It was always like the best thing ever. The gentleman would like to offer you a drink. It's schnapps. You know schnapps? Yeah, like rakia. Okay. Oh. Yeah. Well. Yeah. Of course. Thank you very much. Vala. Here you go. Awesome. Thank you so much. How do you say cheers? Živeli. Živeli. Yes, exactly. Živeli. Cheers. Thank you. Oh ja. Es ist wie der gute alte Schnaps daheim. Good. Awesome. Great. Thank you so much. Have a great trip. Thank you. Das war doch jetzt mal ein super nices Erlebnis hier. Mega gastfreundlich. Haben mir gleich einen Schnaps ausgegeben. Ich muss zwar noch Auto fahren, aber es geht schon in Ordnung. Ein Schnaps. So, und damit sind wir offiziell in Rumänien. Grenzübergang ging flott. 5 Minuten, 10 Minuten maximal. Serbien ging super easy. Und Rumänien, die wollten zuerst wissen, was zum Geier ich hier mache, warum ich in die Gegend komme. Und als ich dann gesagt habe, dass ich eben Deutscher bin und das Banat anschauen will, dann waren sie auf einmal super happy und haben sich gefreut, dass jemand kommt und sich das anschauen will. Ihr Banat haben sie es genannt. Oh, du willst unser Banat sehen. Ja, dann war die Stimmung gleich anders. Ich glaube, davor war es ein bisschen komisch irgendwie, dass jemand mit bulgarischen Kennzeichen da irgendwie kommt und Tourismus macht im Banat. Aber ja, war dann alles in Ordnung. Die erste Stadt ist Jimbola oder Jimbulja, aber auf Deutsch hieß es mal Hatzfeld. Hier sieht man es Jimbulja oder Hatzfeld. Und auch gleich eins der ersten Häuser ist eins der Banater Schwaben. Das ist jetzt die zweite Ortschaft, durch die ich hier in Rumänien durchkomme, und die Ortsschilder sind tatsächlich zweisprachig. Gute Fahrt. Hier sieht man auch wirklich sehr viele von den alten Banaternhäusern noch. Absolut flach in alle Himmelsrichtungen. Es ist hier im örtlichen Friedhof und da sieht man auch deutsche Inschrift. Aus Dankbarkeit unserer gnadenreichen Mutter Maria Heimsuchung geweiht. Wir befinden uns hier in Lenauheim, benannt nach dem österreichischen Dichter Nikolaus Lenau, zu dem es hier ein Museum gibt. Gedenkhaus Nikolaus Lenau. In diesem Haus erblickte das Licht der Welt am 13. August 1802 Nikolaus Lenau, der Dichter der Schilflieder, der Schöpfer des revolutionär-demokratischen historischen Epos Die Albigenser, der bedeutendste Lyriker des österreichischen Vormärz. Das Museum hat allerdings geschlossen. Aber ja, Nikolaus Lenau scheint so einer der größten Söhne der Gegend hier zu sein, im Banat. Sein Name taucht immer wieder auf, der war vorhin auch schon auf dem Ortsschild eines anderen Orts hier nebendran. Da hinten
unten am Horizont sieht man so Rauchschwaden. Und ich weiß nicht, was es mit Osteuropa und Rauch auf sich hat, aber es wird immer irgendwo irgendwas verbrennt. Also gerade in den Dörfern und so hat man immer so einen Geruch von Verbrannten in der Luft. Das gehört schon fast irgendwie dazu zum Vibe. Jedes Mal, wenn ich das wieder rieche, wenn ich wieder unterwegs bin, dann ja, weiß ich wieder, dass ich in Osteuropa angekommen bin. Die Straßen in Rumänien sind tatsächlich deutlich besser als in Serbien. Den Unterschied hat man direkt gemerkt, als man über die Grenze gefahren ist. So, willkommen in Sandra. Ja, wird Chandra ausgesprochen, wenn man genau ist. Aber trotzdem. Schaut euch die wunderschönen Gebäude von Sandra an. Hier haben wir einmal Sandras schöne Kirche und hier Sandras Schwabenhaus. Das ist nicht nur Veranstaltungsstätte, sondern auch Pension tatsächlich. Und hier vorne ist, würde ich noch kurz zeigen, sieht man durch die Namen wahrscheinlich von den Leuten, die es erbaut haben. Franz und Barbara Albert, 1938. Das andere Feuerwehrauto. Ach, das ist doch perfekt hier. Was will man mehr von Rumänien? So, wir müssen uns von Sandra verabschieden. War schön bei ihr. Aber jetzt geht's nach Timișoara. Wisst ihr, woran mich die Gegend hier erinnert? Mit der ganzen Landwirtschaft und so weiter und weil es auch so flach ist. Das wirkt irgendwie wie der mittlere Westen in den USA. Eine Mini-Version davon. Also dieser Blick in die Fläche rein, nur Felder, Silos, viele Bulldogs auf den Straßen und so weiter. Schaut euch mal dieses alte Mausoleum an. Holy shit. Willkommen in Rumänien, ey. So, ich habe nur mal kurz gegoogelt. Das Mausoleum wurde um 1860 gebaut. Die Fenster dafür kamen damals extra aus München. Und wegen seiner Größe wurde es später auch als Kirche benutzt. Und seit letztem Jahr gehört es der Stadt Timișoara, die eine Renovierung plant. Wie das auch aussieht im Dorfbild, wenn man um die Ecke läuft oder dann auf einmal sowas sieht. Verrückt. So. Das ist einmal die Unterkunft in Timișoara. Das ist in einem Neubau. Tipptopp. Ich glaube, das kostet so 27 €. Komische Flecken. Wahrscheinlich Insekten. Es ist jetzt dann auch schnell die Sonne untergegangen, als ich noch beim Mausoleum war. Und bin jetzt dann noch eine halbe Stunde hergefahren. Auf jeden Fall schon mal super interessant, die ersten Hinweise auf die deutschen Siedler hier zu sehen, auf die Banater Schwaben. Ich hatte auch am Anfang Bedenken, dass ich vielleicht nicht genug sehe, also gerade die Häuser und so weiter, dass es da vereinzelt ein paar gibt. Aber nee, überhaupt nicht. Also in jedem einzelnen Dorf, wo ich durchfahre, sehe ich zig. Das sind Tausende hier, viele in einem sehr schlechten Zustand auch, aber ich meine, durch die schiere Anzahl ist es gar nicht möglich, irgendwie da alle in Stand zu halten. Es sind trotzdem noch sehr viele auch bewohnt, auch von denen, die in schlechtem Zustand sind. Aber war ein schöner erster Eindruck und ich bin gespannt, was es sonst noch so zu sehen gibt.